Holz sieht man im Flugzeug ja selten. Aber was das alles mit der Swiss zu tun hat, das sehen wir in der heutigen Folge von Swiss Behind the Wings. Herzlich willkommen zu Swiss Behind the Wings. Mein Name ist Michael Stief und ich bin heute hier mit der Melanie Weibel. Sie ist zuständig für die Comfort Items bei der Swiss. Comfort Items ist gerade ein gutes Stichwort. Wir sind hier in Chur bei Montagnard, wo ab dem September die Sleeping Shirts für unsere Swiss Business Class Passagiere produziert. Ja super, dann gehen wir uns doch gleich den Laden anschauen und lernen auch die zwei Darius kennen, die Gründer von Montagnard. Komm mit! Hallo miteinander. Hallo zusammen. Ciao Dario. Hallo. Dario, erzähl jetzt mal, was hat jetzt das Holz mit euch zu tun? Ja, das zeige ich euch doch gerade gerne hier hinten dran. Das Holz hat eine spezielle Rolle gespielt und wir haben schon langjährige Erfahrung mit einem T-Shirt, das wir als Bestseller haben, wo aus Holzfasern gemacht wird. Holzfasern, damit man sich das vorstellen kann, aus dem Holz löst man Zellulosen raus, ähnlich wie bei einem Papierherstellungsprozess. Und damit das noch verspinnt werden kann in der Textilindustrie, wird also Faser daraus gewonnen. Und mit dem haben wir jetzt das T-Shirt entwickelt. Das fühlt sich nämlich unglaublich komfortabel an. Also das ist so fein, kann ich das mal anprobieren? Sehr gerne, jawohl. Toll, dann nehme ich das Bordeaux-Rot. Ja, unbedingt, Okay, sehr gerne. super. Wir haben hier gerade die Umkleidekabine. Cool. Dann bin ich gespannt, was du sagst, wenn du es auf der Haut trägst. So, und dann, wie fühlt es sich an? Hey, super, super angenehm. Es ist ganz leicht. Es ist so ein bisschen, als eben hat man nichts an. Es ist wirklich sehr angenehm auf der Haut. Schön, es freut mich sehr zu hören. Ja. Das Ja. ist die Reaktion, die wir auch hatten, als wir das erste Mal ein T-Shirt aus Holzfasern gemacht haben. Und das ist eben noch erstaunlich, oder? Weil es ist recht viel Material, es ist eigentlich Gewicht, der Ja. Stoff ist schwer. Aber sobald man es anzieht, fühlt es sich einfach unglaublich angenehm. Nein, wirklich sehr, ja. Gut ausgelesen. Jetzt, wie läuft eigentlich so der Prozess ab? Also bis man jetzt da so etwas entwickelt hat? Es ist ein langer Prozess. Wir haben mit Swiss Senses haben wir ein neues Langstreckenprodukt und wir haben dann mit Kunden und Kundinnen auch mal befragt, was sie gerne hätten und was sie sich noch wünschen. Und das Sleeping Shirt war eben eines von diesen Produkten. Ja, wir brauchen sicher mehr als 2, 3 von diesen Shirts. Wie viel brauchen wir im Jahr? Ja, das ist eine gute Frage. Wir bieten das auf Nachtflüge an, auf Langstreckenflüge, die länger als 10 Stunden gehen. Und dann brauchen wir 300'000 Stück von diesen Sleeping Shirts pro Jahr. Oh wow, das ist eine grosse Menge, die wir da brauchen. Das kann man gut stemmen. Ja, das kann man gut stemmen. Es ist natürlich nicht jeder Wertschöpfungspartner, den wir haben, der das könnte machen. Wir haben das aber sehr gezielt ausgewählt. Haben Acht darauf gelegt, dass es nach wie vor in Europa produziert wird und haben das jetzt sehr gut hergekriegt. Von den Fasern bis zur Spinnerei, bis zur Strickerei und Färberei haben wir eigentlich Unternehmungen, die sich gewöhnt sind, grosse Mengen zu produzieren. Angefangen hat aber mit ganz kleinen Mengen, oder? Mit ganz kleinen Mengen, ja, da können wir vielleicht hier rüberlaufen, dann kann ich es dir zeigen. Eigentlich unser ursprüngliches Produkt, das wir uns vorgenommen haben, war eine Jacke. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, um ein Produkt herzustellen, das komplett plastikfrei ist, auch keine Baumwolle drin vorkommt. Wir haben dann einen eigenen Stoff entwickelt, aus Schweizer Wolle. Wir haben innen dran einen sehr angenehm feinen Stoff gefunden und da sind wir eben genau das erste Mal in Berührung gekommen. Ist das auch Holz? Stoff aus Holzfasern, genau. Wir haben dann noch andere Komponenten da drin, wie Schweizer Hirschleder, wie auch Knöpfe, die wir aus Nüssen machen. Knöpfe aus Nüssen. Die sind aus Nüssen gekarft, das sind so Steinnüsse, Ja. die an der Sonne härter werden. Also heute tut man sie natürlich trocknen und dann schneidet man die und karft man die. Also auf die Idee muss man auch mal kommen. Melanie, hat es sonst noch Herausforderungen gegeben bei dieser Ausschreibung von diesem Sleeping Shirt? Ja, du musst dir vorstellen, Michi, wir haben an Bord nicht so viel Platz. Und darum ist es für uns wichtig, dass wir ein One-Size-T-Shirt haben, das allen Passagieren schlussendlich passt. Ja, und auch bei uns, bei Swiss, ist ja das nochmal speziell, weil wir ja eben Leute aus allen Kulturen haben. Also man muss irgendwie noch mehr Grössen rechnen. Ja, das ist auch bei uns natürlich so, weil normalerweise haben wir unterschiedliche Grössen, um genau das hier im Geschäft auszutesten, was passt zu welcher Person. Und ist hier jetzt bei diesem Produkt sicherlich sehr speziell gewesen. Genau. Ja, und schlussendlich sieht das nachher so aus, wenn das an Bord ist und unsere Business-Class-Passagiere das so auf dem Sitz vorfinden. Toll. Und das Shirt, darf ich das mitnehmen?
Das darfst du sehr gerne mitnehmen. Wie ja auch in der Business Class das der Fall sein wird, dass Gäste das Produkt hoffentlich so gerne haben wie du und dann mit heimnehmen. Und dann bin ich schon sehr gespannt auf dein Feedback, nachdem du es ein paar Mal angehört hast. Also das wird sicher super ausfallen. Das hoffe ich doch. Ja, nein, wirklich. Merci vielmals, dass wir vorbeikommen können. Ja, danke euch Mach's gut, vielmals für Dario. den Besuch hier in Chur bei uns. Ciao Dario, danke vielmals. Und wir gehen jetzt eine Bündner Nusstorte essen. Unbedingt. Sehr gut, let's go. Ja, das war es von Swiss Behind the Wings. Merci vielmals, Melanie, bist du dabei gewesen? Danke dir, Michi, und viel Freude am Lieblingsshirt. Ja, merci vielmals, das werde ich haben. Jetzt habe ich erst mal merci vielmals. Ja. Freude an der Nusstorte. Eine gute. Ein guter.